Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, bevor wir in das Video reinstarten, wollte ich nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen, das Gewinnspiel von gestern, beziehungsweise von vorgestern, läuft noch. Und zwar habt ihr noch die Chance bis Dienstag, also bis morgen, euch einzutragen und am Gewinnspiel teilzunehmen und zweimal 50 € zu gewinnen. Wie ihr das Ganze erreichen könnt, erfahrt ihr in dem Video hier von vorgestern, jetzt mittlerweile. Also nehmt da auf jeden Fall dran teil, schaut euch das Video an. Und dann könnt ihr immer noch zweimal 50 € gewinnen. Deswegen Abfahrt, gönnt euch und auf jeden Fall viel Erfolg an alle da draußen. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Von mir kleines Giveaway, ein bisschen zurückgeben für euren Support. Deswegen, ja, gönnt euch das Ganze auf jeden Fall. Ja, ansonsten darf ich erfolgreich oder offiziell verkünden, dass der erste Spieler weltweit nun den Sandsturm komplett gecleart hat. Ja, gestern ist es passiert, am 21.06.2026, ein Tag vor dem Geburtstag von Shakes and Fidget. Übrigens, heute, an dem Tag, hat Shakes and Fidget Geburtstag. Alles Gute zum 17. Geburtstag. Heute ist der offizielle Tag des Geburtstags von Shakes and Fidget. Deswegen herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle. Ja, und 780, da bin ich jetzt momentan gerade. Ich habe hier kaum Chancen weiterzukommen, aber es gab einen Spieler, der das Ganze gestern gecleart hatte. Und zwar ist das der gute Strider. Ja, der gute Strider hatte gestern alle Etagen in Sandsturm, beziehungsweise die letzte Etage im Sandsturm gelegt, hat das Ganze hier auch nochmal auf einem Video festgehalten. Deswegen, Strider, congratulations, my man, to your completed Sandstorm, 1000 out of 1000. Ja, greetings to you. Strong, really, really strong. Ja, so, also, wir gucken uns das Ganze mal an hier. Ja, das ist der letzte Fight, den hier Strider gemacht hatte, und der Dancing Mushroom ist tatsächlich der allerletzte Gegner im Sandsturm. Das sind die Statpunkte hier. Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Ansage hier. Können wir das auch groß machen? Ja, also so sieht das Ganze hier nochmal in groß aus. Ja, so, wir lassen das nochmal durchlaufen. Dann sieht man das Ganze nochmal hier. Und das ist natürlich schon eine heftige Leistung. Man muss dazu sagen, dass die Kundschafter im Sandsturm so ein bisschen einen Vorteil haben aufgrund der Gegner. Denn normalerweise hatten wir das ja öfter schon gesehen, dass zum Beispiel die gute Nachteule immer der erste Char gewesen ist, der in den Dungeons weitergekommen ist, beziehungsweise alle Dungeons immer als erster Char weltweit gecleart hatte. Ja, ob das jetzt die Monstergrotte gewesen ist oder der Olymp, ne, oder die Gegner, die davor auch gewesen sind, so, da hatte ich das noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber das war immer Nachteule gewesen, und Nachteule ist ja ein Magier. Ja, das liegt daran, dass in der Schattenwelt die Magier tatsächlich da ein bisschen Vorteile haben gegenüber den anderen Klassen, aber im Sandsturm haben tatsächlich die Kundis gegenüber den Mages aufgrund der Gegner ein wenig einen Vorteil, und dadurch hat es jetzt halt eben Strider geschafft, den Sandsturm vor Nachteule zu clearen, weil Nachteule, wie gesagt, immer sich ansonsten alle anderen Rekorde einheimst. World First, der immer die Dungeons cleart so, ne? Und es wird wahrscheinlich auch so weiter sein, wenn Nachteule weiter aktiv am Ball bleibt, dass er dann auch hier trotzdem in der Schattenwelt hier wahrscheinlich die ersten Etagen zuerst legen wird, beziehungsweise wieder der Erste ist, der alles hier down hat. Aber das wird natürlich noch ein wenig dauern. So, ne? Deswegen ist das jetzt auf jeden Fall Striders Moment, hier mal so ein bisschen ihnen die Bühne zu lassen. So, ne? Ja, und ihr seht die Tries bei mir. Es ist hier wirklich eine Bruchparty so. Da holst du nichts großartig raus. Ne? Und das liegt halt eben so ein bisschen hier auch an den Gegnern, dass die Mages hier so ein bisschen Nachteil haben, weil hier muss halt, also ja, hier musst du halt ausweichen, ne? Das ist halt alles so, und die Mages werden hier halt zu krank einfach weggekrittet, aber die Gegner sind halt machbar, ne? Für Kundis, und das sieht halt eben
in der Schattenwelt dann nochmal ein wenig anders aus. Also ja, das wollte ich euch nur mal zeigen. Der erste der erste Account weltweit, der in der Schattenwelt alles gecleart hatte und damit auch der erste ist, der hier durch den Sandsturm durch ist, ja. Hier auch nochmal so ein paar kleine Bilderchen, ja, die hier Strider gepostet hat von den Achievements, die er geunlockt hat hier. So sieht das Ganze natürlich aus. Wenn du einmal dann erst durch bist, ne, wurde hier natürlich auch fett gefeiert. Ne, hier nochmal der Pilz. Und genau, ich glaube hier, ja, hat er nochmal das Achievement gepostet. Ne? So sieht das Ganze aus. Also von daher, ja, schon eine gute Leistung, kann man nicht anders sagen. Strider ja auch nach wie vor der stärkste Account mit den meisten Stat Points, wenn es jetzt immer noch so ist, aber es müsste auf jeden Fall müsste eigentlich so sein. Und von daher, ja, ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. Ansonsten, ja, gucken wir mal ganz kurz ja, auf meinen Account, beziehungsweise wie es bei mir aussieht im Legendary Dungeon. Ich hatte ja gestern gegen Capso die Challenge gemacht mit den Zero Death Runs. Vielleicht war ja der ein oder andere von euch dabei gewesen. Das sind hier momentan gerade meine Statistiken. 39 Runs, ja, knapp 4,4 Milliarden Gold bisher gemacht. Ich werde mal noch gucken, dass ich ein paar Runs irgendwie noch hinkriege. Aber es sieht bisher schon mal erstmal gar nicht so verkehrt aus. Ich sag mal, für die Anzahl an Runs ist immer noch ganz okay Gold. Jetzt wird es nachher nicht mehr wirklich mehr. Ne? Im Gegenteil, es wird, je mehr Progress man macht, desto weniger Gold bekommt man hier auch aus den Runs. Deswegen, ja, aber ich werde noch ein paar machen für ein bisschen Gold. Was halt auch ganz angenehm ist, ist halt wirklich, dass wir die ganze Zeit hier das Hexentanz-Event aktiv haben. Und wir halt die ganze Woche über jetzt auch quasi durch den LD grinden können. Ja, ohne dass wir jetzt hier irgendwie die ganze Zeit drauf achten müssen, ey, wir müssen uns die Items aufbewahren oder so. Ja, das ist nicht der Fall. Wir können hier jederzeit alles zur Hexe bringen und das ist wirklich super. Das hat mir auch schon sehr viel Gold gebracht und da werde ich auf jeden Fall auch die nächsten Tage noch versuchen, also zumindest bis Mittwoch, ne? Ab Donnerstag habe ich dann nachher nicht mehr so viel Zeit, dann hier noch ein paar Runs zu ballern. Deswegen werden wir noch möglichst viel streamen bis dahin, um halt versuchen, das Beste rauszuholen, einfach so, ne? Genau, ja, ansonsten bedanke ich mich auch für das Feedback auf den Vlog gestern. Also der kam ja auch ganz gut bei euch an, aber auch schon der erste Vlog hatte mir auch schon gezeigt, okay, ihr habt da auf jeden Fall so Interesse, auch mal so ein bisschen was aus meinem Real Life zu sehen. So, deswegen vielen herzlichen Dank auch an ja, das Interesse, dass man auch mal so abseits von Shakes and Fidget so ein bisschen was anderes zeigen kann. Ne? Gerade wenn mal so ein bisschen Flaute ist in Shakes and Fidget. Und ich muss halt wirklich sagen, ihr seht ja die Folgenanzahl, ne, von den SF-Folgen. Ne? Wir nähern uns jetzt schon mit großen Schritten, wenn wir das nicht sogar bald haben, der 2500er Shakes and Fidget Videomarke, die wir hier alleine auf YouTube gezeigt haben, so, ne? Abseits von unzähligen Streams und unzähligen Stunden, die wir das Game auch gestreamt haben, sind natürlich 2500 Folgen eine ganze Menge. Und ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall nicht leichter, ja, sich von Tag zu Tag mehr Content auszudenken. Deswegen auch für mich eine ganz willkommene Abwechslung, mal so ein paar Vlogs zu machen. Ich habe da sowieso immer sehr Bock drauf, aber es ist halt eben nur das Ding, dass halt meistens bei mir jetzt nicht allzu viel immer passiert, weil ich immer einen sehr geregelten Tagesablauf habe, wo jetzt nicht sehr viel Spielraum, sag ich mal, ist für spontane Dinge, die man jetzt so mit einem Vlog mal festhalten würde. Ne? Deswegen finde ich so eine Events eigentlich ganz cool, wie jetzt zum Beispiel die Dokumi oder dass wir jetzt nochmal einen Trip nach Hamburg machen zu Playa Games oder dann auch Ende des Jahres, wenn dann die Polaris ansteht, da werde ich auf jeden Fall auch wieder vloggen, so habe ich mir vorgenommen, ja, weil da gibt es ja dann auch wirklich mal ein bisschen was zu sehen und das ist ja auch ganz cool. Ja, deswegen wird es mindestens, also zumindest noch 2 Vlogs dieses Jahr geben. Einmal nächstes Wochenende, wenn wir bei Playa sind und dann nochmal dann zur Polaris. Und deswegen, ja,
ist das auf jeden Fall erstmal so mein Plan für die, für die nächsten Videos. So, ne? Ansonsten könnt ihr mir auch immer, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder so in Bezug auf Shakes and Fidget, könnt ihr mir auch immer sehr gerne Videovorschläge oder Themen oder sowas in die Kommentare schreiben. Da bin ich immer sehr, sehr offen dafür, alles zu lesen. Auch wenn ich jetzt immer nicht so häufig kommentiere oder antworte oder so. Ich lese auf jeden Fall alle eure Kommentare. Da seid euch mal 100%ig sicher. Ja, und deswegen, da bin ich auch immer sehr dankbar für, wenn ihr da auch ein paar Kommentare schreibt. Ich lese mir wirklich alles immer durch. Deswegen, ja. Auf jeden Fall ist es das erstmal soweit gewesen. Ich denke mal, ich werde die Tage auch noch die Challenge hochladen, die ich mit Capso gemacht hatte. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben eine Zero Death Run Challenge gemacht gestern im Stream. Wer innerhalb von 3 Stunden mehr Zero Death Runs schafft, ist quasi der Gewinner. Und die Runs liefen overall ziemlich beschissen bei uns beiden, muss man sagen. Und dann hatte ich nachher ein bisschen mehr Glück gehabt, sag ich einfach mal. Ich könnte natürlich jetzt auch Shit talken und sagen, hier, ich habe ein bisschen mehr Skill gehabt. Ja, vielleicht ist das auch der Fall, aber ich bin jetzt nicht so der große Shit Talker. Deswegen, ich habe den Moment genossen so. Ich habe es auch ein bisschen, ja klar, redet man das so ein bisschen gut, aber ich bin jetzt nicht so der heftige Shit Talker. Deswegen, wir müssen uns noch eine schöne Strafe einfallen lassen für Capso, weil ich habe dann einen Back-to-Back Zero Death Run gemacht, also 2 Stück hintereinander geholt und das hat ihn dann quasi in die Knie gezwungen. Und ja, ich habe mir schon sowas überlegt, so ein bisschen in welche Richtung das geht. Ich hätte auf jeden Fall Bock, also ich musste ja bei meiner Bestrafung, weil ich habe ja letztes Mal verloren, musste ich ja ein Video auf Englisch machen und ich habe mir jetzt überlegt so, also ich hätte gerne Capso auch Englisch quatschen hören, aber das hatten wir ja jetzt schon letztes Mal gehabt. Ich habe mir so überlegt, und da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Der gute alte Capso ist ja Schweizer, dass er ein 10-Minuten-Video uncut auf seinen Kanal hochladen muss, wo er auf Schweizerdeutsch redet. Ich glaube, das wäre verdammt witzig. Ich glaube, das wäre sogar noch witziger, als wenn er auf Englisch quatschen müsste. Und ein 10-Minuten-Video auf Schweizerdeutsch ungeschnitten, wo er darüber erzählen muss, wie die Challenge verlaufen ist und wo er mir dann nochmal gratulieren muss und mich dann quasi so ein bisschen in den Himmel heben muss. So, ne? Das war ja auch die Bedingung bei mir letztes Mal. Ne? Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, in den Himmel heben? Nee. Ich glaube, das war bei der Challenge mit Gorgos dabei, ne? Das war, glaube ich, das, wo Gorgos dann uns dann irgendwie glazen musste. Ich glaube, das war bei mir nicht. Ich musste, glaube ich, nur auf Englisch machen. Ne, dann lassen wir den Part mit dem Glazen weg. Ja, das ist sowieso nicht mein Stil. Dann nehmen wir einfach nur das Schweizerdeutsch 10-Minuten-Video. Und ich glaube, das sollte Bestrafung genug sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, war es das soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Wie gesagt, denkt noch an das Gewinnspiel, was noch läuft. Ne? Geht da gerne auf das Video von gestern bzw. vorgestern und nehmt da noch dran teil. Wie gesagt, am Dienstag um 15 Uhr werden die beiden Gewinner ausgelost, ne? Und dann wird das hier auf YouTube dann geteilt, wer dann gewonnen hat. Ne? Wie man mitmacht und alles erfahrt ihr hier in dem Video. Deswegen, ja, gönnt euch das auf jeden Fall. Das war es aber soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, einen angenehmen und erfolgreichen Wochenstart euch allen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.